Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Taste of Graces F. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir in diese wunderschöne Höhle gegangen. Wir haben hier gerade einige Probleme mit vielen Gegnern. Und wir sind gerade immer noch auf dem Weg hier zum Lestallum, dem Erdenkern, mit dem wir hoffentlich es schaffen. Warte, wenn ich darüber gehe? Nee, das wäre nicht gut. So, ich mache das gerade komplett instinktiv einfach und es läuft gut. Wir versuchen gerade zu Lestallum zu kommen und zu verhindern, dass Lambda dort ankommt, weil wenn Lambda als erstes da ist und sich mit dem Lestallum verbindet, dem Weltenkern, dann wird das komplette LF, unsere Lebensenergie von dem Planeten verschwinden und der ganze Planet wird sterben. Deswegen kämpfen wir hier. Beim letzten Mal haben wir hier erbittert gegen Gott und die Welt gekämpft und das ist wirklich fast noch zu wenig gesagt. Hier sind so starke Gegner. Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben schon größere Kolosse besiegt. Und auch wenn jetzt eine LF Windors, das ist mir jetzt echt gesagt wurscht. Oder auch nicht. Ja, dein Limefang kannst du auch aus der Entfernung machen. So, und ich heile hier ganz entspannt mit der Sharia. So, haben wir auch den besiegt. Wir sind gerade auf diesem lustigen Raster. So, wir hatten gerade ein blaues und ein gelbes. Das heißt, wir können ein rotes gehen. Das heißt, wir können entweder da oder da lang gehen. Gehen wir da lang? Nein, nein, das war doof. Jetzt habe ich es nicht verkackt. Jetzt kann ich hier hingehen. Das ist Game Over. Oh, jetzt portet es mich wieder zum Anfang zurück. Wir waren so gut. Rot, gelb, blau. Ja, wir müssen auf diesem Raster, wir dürfen immer nur die zwei Farben am Stück haben. Das heißt rot, blau. Schon wieder verkackt. So, okay, jetzt machen wir das. Ich muss mich da kurz konzentrieren. So, rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Ganz einfach. Rot, gelb, blau. Rot. So, jetzt haben wir hier die Qual der Wahl. Da oder da? Gelb. Ich sehe halt nicht, ob da was da für unten für eine Plattform ist. Blau. Okay, das war gut. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da oder da hingehen. Rot. Nehmen wir erstmal den mit. Okay, rot haben wir. Ist jetzt nicht auf die HP sein. Ist jetzt nicht auf die HP oder mystische Art sein. Du könntest gerne eins einsetzen. Oh, Leute, keiner hat eine mystische Art. Und Sherry ist tot. Sherry, ja! Ich habe dich. Ich wollte dir mal sagen, dass ich fast gedacht habe, du hast mich geliebt. Und das wollte ich dir gerne einmal gesagt haben. Aber ich war mir nicht so sicher, denn ich bin Asbel. Hab einen Sack auf dem Kopf. Muss ich mich schon wieder mit dem Golem anlegen? Nee, danke. Schön heilen. Genau. Und jetzt auf Asbel. Lieber zu viel als zu wenig Leben, oder? Habt ihr gesehen, jetzt hat er sich gerade hier verwandelt. Und in der Sekunde haben unsere Leute hier schon auf ihn draufgegangen. Die Verwandlung war schon wieder weg. Okay, jetzt bin ich schon wieder aus dem Rhythmus raus. Wir hatten Rot, davor hat man Blau. Das heißt, wir können Gelb gehen. Okay, Gelb. Aber jetzt sind wir leider Game Over. Und nicht, weil diese Drecksvögel schon wieder kommen, die viel zu stark sind für mich. Das ist echt der schlimmste Gegnertyp, Mann. Weil sie einmal so eine merkwürdige Attacke haben, mit der sie verhindern, dass wir kurz angreifen. Diese Stoppattacke. Und jetzt sind sie noch verdammt agil. Sie können Kameraden rufen. Und es sind immer zu viele, Mann. Anstatt dass da mal einer von denen ist. Nein, es sind immer mindestens zwei. Bleib mal hier, Mann. Alter. Nervt der Vogel hier. Perfekt. Perfekt die LF-Wände bekommen, als der Gegner gleich besiegt hat. Okay, wir hätten hier die Abzweigung nehmen müssen. Die rote hier. Dann hätte man da die Kisten beide holen können. Aber wir kennen jetzt den Weg. So, rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Es ist ja nicht schwer, aber man hat halt ein bisschen wenig Übersicht. Deswegen dauert das ein bisschen länger. Und es gibt einiges an Kisten zusammen. Rot. Ja, genau hier.
Und wenn nicht immer die ganze Zeit Gegner spawnen würden, dann würden wir das auch viel schneller hinbekommen. Alter, komm, Schokopudding. Beschütze mich. Beschütze mich, lieber Schokopudding. Genau, so, spam das Heilen hier. Komm schon, komm schon. Ich heile jetzt hier hinten ein. Was soll ich sonst machen? So, keine Elefante. Ah, sehr gut. How long is a flash? It's less than a second. Why is he lying? These insufferable. So geil, Mann. Okay, jetzt. Es ist übrigens immer noch die beste Skit. Nein, das komme ich ja doch. Oh, ich hab. Das war doof. Wieso? Ich habe eine Abzweigung zu früh genommen. Aber so geil, das ist immer noch die beste Ding. Ich habe, glaube ich, schon öfters gesagt, Haze of Graces F ist vielleicht nicht das beste Testspiel, aber es ist definitiv das ausgeflippteste. Hat so unglaublich lustig. Oh, ich habe schon wieder einen falschen Weg genommen. Es hat so unglaublich lustige Abschlusssequenzen. Ich glaube, da gibt es kein Testspiel, was nur annähernd daran kommt. Man. Allein die hier schon. Less than a flash. How long is a flash? It's just a sec. Why is he lying? Armer Hubert. Rot. Bam. Jetzt hier gelb. Da wollte ich rüber. Hier blau. Zack. Und hier muss ich runter. Rot. Blau. Brauchen wir uns nämlich das. Zack. Oh, ich werde nicht zurückgeportet. Danke. Dann kann ich nämlich jetzt hier hingehen. Gelb. Jetzt ist die Frage. Blau. Rot. Gelb. Und wir haben es geschafft. Wow, wow, wow. Heiliger Rosmarin. So, und zack. Das war schwer. Okay. Schauen wir mal kurz. Wir haben hier doch einige von diesen lustigen Ressourcen. Die müssen wir... Es ist ja... Na, warte. Wir heben uns ja eigentlich normalerweise immer kurz bis zum Bossfight auf. Und so machen wir es auch hier. So, nehmen wir den Teleporter oder den hier? Keine Ahnung, wo der Teleporter mich hinbringt. Oh, am Anfang wieder. Nein, da will ich nicht hin. Ich würde doch viel lieber hier hingehen. So, alle Kisten haben wir eingesammelt. Alle Gegner besiegt. Fast alle Gegner. Und da... Oh, eine Vision sollte uns hier wieder erwarten. Stop this at once, Emerald! You can't just throw him away! The board's decision has already been made, Cornell. But why? Why would you do this after all the progress we've made? You and I know very well the current crisis that is affecting our world. The creatures we injected with Lambda cells have turned into violent monsters, and now they threaten our very lives. And we now know for certain that the cause is Lambda himself. Lambda has the unique ability to mentally control any creature that has been injected with his cells. And for this reason, the board has determined that he is far too dangerous to be left alive. This is your fault. You're the one who forced him to undergo all of those horribly cruel experiments in the first place. Who wouldn't lash out like that if they were treated in such an awful manner? Who in their right mind wouldn't fight back? Nevertheless, he remains a threat to us all so long as he is permitted to exist. It's too late. The board has ordered us to dispose of him immediately. Enough! You've gone too far this time! I'll see that you hang for this, Emerald, mark my words! No, Cornell. I'm afraid it is you who will hang. The board has ordered you to be placed in detention. You ignored the direct orders of your superiors, and raised Lambda as you saw fit. You were trying to make him into a new Lustalia now, weren't you? No, I was just... What a shame. This research is a threat to all of Fodra. Your ideas are fanatical and your methods reckless.
Even the thought that you might use Lambda as our new Lustalia is utterly terrifying. Do you have any idea at all why I put so much effort into raising him as a human being? It's because Take him away, now! No, stop! Emerald! Emerald! Don't destroy him, please! Emerald! Cornell was insane to treat this thing like a human. Lambda is a scientific curiosity. A bit of data, sloshing around a tube, nothing more. Wouldn't you agree with me, Lambda? Now then, go to sleep. Wait a minute. So Lambda was innocent? Emerald told us that Lambda was responsible for Fodra's destruction, but now... Asbel, now's not the time to begin contemplating the past. All we know for sure is that he was the subject of multiple scientific experiments, and that those experiments were the source of the ensuing chaos. But it also seems like it wasn't his fault. At least, not as much as we originally thought. Maybe the scientists just blamed it all on him because they needed a scapegoat or whatever. What do you guys think? Whatever the case may be, there's no point in wild speculation. We should focus on reaching Lambda as soon as possible. You're right. Lambda had a hard life. Just like me, I suppose. But I had friends to help me when things were at their worst. I had the support I needed to get through it. What about him? Scheinbar die einzige Person, die ihm was bedeutet hat, nämlich hier der Doktor, wurde ihm entrissen. Er wollte ihn zu einem neuen Lustalia machen. Und sie sagt, es ist komplett verrückt. Aha, Emerald. Und was hast du gerade vor nicht allzu langer Zeit versucht? This must be one of the drills they use to dig the Guardia shaft. It's huge! To think that this place was built here so long ago. I can barely imagine it. But this is real. Even if it feels like a dream. Regardless, this is our world, and we will figure out how to exist in it. True. After all, people found ways to survive in the harsh environments of Fendel and Strata. Yeah, and because they stuck it out, this world survived and became a home to everyone. You don't often consider it, but in a way, the work of those people serves to protect our lifestyles, even now. You're right. Why didn't I see it that way before? They probably couldn't think of anything else but their own survival. But by working hard to secure their own future, it helped pave ours. It gives me hope that what we do now will eventually help those who come after us. I think so too, Asbel. Und dafür kämpfen wir. Aber erstmal ganz ehrlich, Emerald hat doch genau dasselbe gerade mit Lambda versucht. Das war doch jetzt ihr Plan. Das ist ernsthaft, Mann. Und nach der Sache hat sie jetzt echt geglaubt, dass Lambda sie akzeptiert und sagt, ja, meine wunderbare Lady, ich tue die... das ist eigentlich so ein dummes Vibe-Show gewesen. Das muss man schon mal so sagen. Aber nun gut, ich glaube, wir kommen langsam hier unserem Ziel ein wenig näher. The Emerald in those visions seemed a lot different from the Emerald we knew. The Emerald that we all met was probably a humanoid. You think so? Yes, she must have transferred her psyche. That's how she survived the deep sleep.
She went to such great lengths to protect Fodra. Contrary to what we originally believed, she must have been a very committed person. I think so. But even if her intentions were good, she was still wrong in the end, wasn't she? Oh, I'm sorry, Sophie, you're right. But hey, don't worry, okay? Even if we could understand Emerad's intentions, we'll never agree to her methods. We'll protect the things we love without hurting anyone, right? Yes. Lambda! You must have been scared, you poor thing. But don't worry, I'll protect you no matter what happens. Please trust me. Please give me just one more chance. Please. Cornell, didn't I have you arrested? Emerald, it's you. Look at what that thing has done here. And yet you still defend it. Well, no matter. I'll just have to take things into my own hands. No, you won't. I'll do whatever it takes. I am going to protect Lambda. This is truly annoying. Very well then, if that's how you want it to be. Don't worry, Lambda. Trust me. Those two humanoids there. But Emerald, no. You didn't. Oh, but I did. I even used your research. That's how I was able to create them. They're beautiful, don't you think? Now then. Lambda! Run for the shuttle! Go! Seize them! Hurry! Do not let them escape! Kill them if they resist! I'm so sorry. I'm afraid this is as far as I can go. Lambda, use this shuttle and fly to Athenia. When you get there, find its Lastalia. Live on, Lambda. Live on, Lambda.
on. Director Cornell gave his life to help Lambda escape. He was willing to sacrifice himself for something that no one else believed in. He must have been one of Lambda's true friends. Maybe his only one. Perhaps. Lambda, what happened to you after Cornell went away? Don't tell me you've begun to sympathize with Lambda. Don't be No, actually, you're right. And how will it help to sympathize with an enemy? I know. I understand where Lambda's coming from. Why? When I was suffering, I had Sophie, and you, and everyone else to lean on. I didn't have to face it alone. But Lambda... Then let me ask you this. If you didn't have friends to help you, what would you have done? Resented humanity? Destroyed the world? I don't know. Probably, I guess. Asbel! But... Don't joke around. Now answer the question. To be honest, I can't say for sure that I wouldn't have done those things. Fine, I understand. But if that were to happen, believe me, I'd come over and lecture you anyway. So it's really a moot point. If I was alone... Even still. Wenn du allein wärst, dann wärst du jetzt hingegangen, hättest die Lestalon von dich und hättest gesagt, ja, diese scheiß Menschen, einer hat mich beleidigt. Jetzt muss ich sie alle vernichten, oder? Asbel. Ja, okay, ich verstehe schon, was Asbel hier meint, dass eben Lambda nicht so ganz das Monster ist, für das er hier dargestellt wird. Dass im Endeffekt Emerald die Böse ist, was ja jetzt nicht gerade so überraschend kommt. Oh Leute, neue Gegner. Ich habe mich gerade an die anderen gewohnt. Nun gut. Also, im Endeffekt, dass Emerald eine dumme Kuh ist, das wussten wir schon. Natürlich, was ja auch Sophie gesagt hat, es stimmt. Natürlich ist die Emerald, die wir getroffen haben, nicht dieselbe. Ich meine, das sieht man deutlich daran, dass sie eindeutig im Rollstuhl saß. Während die Emerald, die wir kannten, zumindest halbwegs sich bewegen konnte. Zumindest bevor sie mit Lambda sich vereint hat und dann zu einem merkwürdigen Monster wurde, was ziemlich unfair war, aber dann erstmal schön von Lambda zerstört worden ist. Und jetzt, ob man die Lambdas Leben vernichtet hat, die will sich mit ihm vereinen und sagen, hey, jetzt kontrolliere ich dich und jetzt wird alles super. Emerald, du bist schon blöd. Okay. Langsam nähern wir uns aber hier definitiv dem Kern des Ganzen. Das ist immer schon was Gutes. Was nicht so gut ist, dass hier die Gegner immer stärker werden und hässlicher. Wie ist es? Marmorturtel. Cooler Name. So, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier Lambdas Geschichte jetzt ein wenig erfahren. Die Frage ist aber natürlich, okay, er hat von seinem Vater einen Auftrag bekommen, die Lestalon zu vernichten. Was irgendwie doch eigentlich bedeutet, dass, den versteinert. Geil. Bin ich immer noch versteinert? Jo. Nein. Doch. Hilft dagegen ein, was habe ich denn? Geh doch! Ja, okay, ich kann mich bewegen, aber in der Zeit, in der ich mich bewegt habe, bin ich schon wieder halb tot. Wer hat mich hier versteinert? Was bist du, du eklige Monsterschildkröte? Verzeih ich dir niemals! Niemals! Immerhin gibt es hier 8000 Erfahrung. Also, Erfahrung gibt schon wieder gut. Aber wie gesagt, also im Endeffekt hat Emerald Lambda zu dem gemacht, was er im Endeffekt wurde. Ein Monster, was die Erde vernichten will. Emerald, du bist in Wahrheit schuld und es tut mir doch ein wenig leid hier für Lambda, wie das alles hier für ihn gegangen ist. Aber die Frage ist halt, was ist dann auf der Erde geschehen? Irgendwas muss ja gekommen sein. Und wieso genau Richard? Wieso hat er sich mit Richard vereint? Ah, ja. Sherry ist tot. Ich hab manchmal keine Ahnung. Einfach so liegt Sherry tot am Boden. Schon einige Male in letzter Zeit passiert.
Will mich jemand heilen? Nicht, oder? Alle muss ich schon wieder selbst machen und mir gehen langsam doch mal die Gummis aus. Alter, Cheryl. Wo ist mein Traumgummi? Wo ist mein vergacktes Traumgummi? Du bist echt... Also langsam bist du zu nichts mehr zu gebrauchen, Cheryl. Wisst ihr, was lustig ist? Die Gegner sind kleiner, aber sie sind stärker. Ich denke, oh, okay, die werden ja jetzt immer so schlimm sein, aber von wegen. Bitte. Immer einer heilt mich. Den hast du? Okay, jetzt kümmere ich mich noch um den. Sherry, ja. Wie sieht es mit dem Heilen aus? Nicht so gut. Egal, immerhin gibt es 10.000 Erfahrungspunkte, aber trotzdem der Dungeon wird immer härter. Eins ist sicher, in diesem Part werden wir nicht mehr weiter nach unten kommen, denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Taste of Graces F. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.